Sagenumwoben sind die Anfänge der Astronomie in Altertum und vorgeschichtlicher Zeit. Keine schriftlichen Überlieferungen künden davon. Doch eines ist sicher: Die Astronomie ging hervor aus dem Glauben an den göttlichen Charakter und das göttliche Wirken des Firmaments, aus Furcht, Aberglauben, dem Wunsch nach Zukunftsdeutung und nicht zuletzt aus praktischen Bedürfnissen nach einem Kalender. Das Erscheinen des hellsten Fixsterns des Himmels, Sirius, vor der aufgehenden Sonne, der heliakische Aufgang, kündete den Ägyptern des 4. Jahrtausends Jahr für Jahr die bevorstehende Überschwemmung des Nils an. Kein Wunder, dass man da irdisches und himmlisches Geschehen in Bezug zueinander setzte, dass die Sterndeuterei entstand. Jene Astrologie, die Johannes Kepler als das närrische Töchterlein der vernünftigen Mutter Astronomie bezeichnete. Stonehenge, berühmtestes historisches Monument Englands, an die 4000 Jahre alt, ein astronomisches Bauwerk, mit dem nicht nur die Auf- und Untergänge von Sonne und Mond, sondern die Jahreszeiten und viele andere astronomische Parameter festgelegt wurden, ist in seiner astronomischen Bedeutung auch heute noch umstritten. Sicher aber ist, dass es nicht allein kultischen Zwecken diente, sondern Zeitmesser für Sonnenauf- und Untergänge, eine Stätte astronomischer Jahreszeitenbestimmung war. Diese Sonnenuhr am Deutschen Museum in München ist Schmuck und Anschauungsstück zugleich. Sonnenuhren sind eine der Manifestationen menschlichen Bemühens, die Zeit zu erfassen und einzuteilen. Wie die Sonne über das Firmament wandert, so verlagert sich ihr Schatten und wird mit dem vormittäglichen Aufsteigen der Sonne immer kürzer, mit dem nachmittäglichen Absteigen wieder länger. Die Sonnenuhren gehen zurück auf den einfachen, in den Boden gesteckten Schattenstab. Die Sonnenuhr, eine der genialsten Erfindungen des Menschen, lässt sich 4,5 Jahrtausende zurückverfolgen. Damals tauchte sie zum ersten Mal in China auf. Sie wurde im Reich der Mitte schließlich so verehrt, dass man zu Beginn unseres Jahrhunderts die neu entstehenden Uhrmacherwerkstätten für Räderuhren hartnäckig verfolgte und zerstörte, um der Sonnenuhr ihr Recht zu garantieren. Dass es nicht die Sonne ist, die tagtäglich über das Firmament läuft, sondern dass die Erde sich um ihre Achse dreht und dass durch diese wahre Bewegung der Erde die scheinbare Bewegung der Sonne am Firmament ausgelöst wird, das ist eine Tatsache, die heute jedem Kind bekannt ist. Sehr viel schwieriger allerdings ist es, diese Drehung der Erde zu beweisen oder auch nur zu demonstrieren. Einer der ersten, die dies taten, war der Franzose Léon Foucault zur Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Er demonstrierte die Erddrehung anhand eines Pendels. Ein solches Pendel, in diesem Fall von 60 Meter Länge, haben wir auch hier im Deutschen Museum in München, einer Sammlung von Meisterwerken aus Naturwissenschaft und Technik. Dieses Pendel schwingt stündlich von einem Museumstechniker angestoßen, stets in der gleichen Ebene hin und her. Wir können sehen, heute Morgen um 9 Uhr schwankt es in dieser Richtung, jetzt am Nachmittag läuft es in dieser Richtung hin und her. Nicht die Schwingungsebene hat sich jedoch verändert, es ist das eine scheinbare Bewegung, in Wirklichkeit ist es die Erdoberfläche, die unter diesem Pendel hindurch rotiert. Dabei wirft die schwingende Kupferkugel einen dieser Markierungspflöcke um. Die Geschichte der Zeitbestimmung ist ein faszinierendes Kapitel praktischer Astronomie. Es hat seinen Anfang genommen bei den alten Zeitbestimmungsmethoden mit Schattenstab und Sonnenuhr und wurde nach der Erfindung des Fernrohrs zur Grundlage unseres gesamten Zeitwesens bis in die jüngste Zeit hinein. Die Sternwarte von Greenwich bei London wurde 1675 aus praktischen Überlegungen errichtet für Orts- und Zeitbestimmungen. Dieser Zeitball wurde 1833 geschaffen. Genau um 1 Uhr mittags wurde er ausgelöst.
Auf diese Weise wurde früher den Schiffen auf der am Observatorium vorbeiführenden Themse die Mittagszeit bekannt gegeben. 1884 wurde der Meridian von Greenwich auf einer internationalen Konferenz zum 0. Längengrad der Erde erklärt. Heute sind keine Astronomen mehr in Greenwich tätig. Das Observatorium ist nach Hurstmonceau verlegt worden, wo bessere Beobachtungsbedingungen herrschen und moderne Instrumente zur Verfügung stehen. Zeitbestimmungen durch Sternwarten werden heute nur noch ergänzend astronomisch vorgenommen. Quarzuhren und Atomuhren haben sie ersetzt. In der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig beschäftigt man sich mit der Zeitüberwachung. Dies ist der Uhrensaal der Anstalt. Diese heutigen Quarzuhren und Atomuhren sind so genau, dass sie der Erde Unregelmäßigkeiten in ihrer Drehung nachweisen. Diese freilich interessieren die Astronomen außerordentlich. Man hat durch Vergleich von Atomuhren mit astronomischen Beobachtungen festgestellt, dass die Erddrehung sich nicht nur über lange Zeiträume hinweg verändert, sondern auch kurzzeitige periodische Schwankungen durchmacht. So wird die Erdrotation ständig durch die Gezeitenreibung, die vor allem vom Mond ausgelöst wird und Ebbe und Flut verursacht, Tag für Tag um etwas mehr als 400 Millionstel Sekunden abgebremst. Andere Störungen verursachen Veränderungen der Tageslänge um eine Tausendstel Sekunde. Die Zeitbestimmung nach den Sternen durch die Astronomen war vor der Erfindung der Quarz- und Atomuhren eine entscheidende Angelegenheit, denn es war die einzig verfügbare Methode, um die Uhrzeit genau festlegen und bestimmen zu können. Das geschah durch die Astronomen früher mit Hilfe sogenannter Passageinstrumente, Meridiankreise. Das sind Fernrohre, die sich nur im Meridian, also in der Nord-Süd-Linie, in der Vertikalen bewegen lassen. Und man stellte jeweils den genauen Zeitpunkt der Passage bestimmter Sterne durch diese Linie fest. Zusammen mit den scheinbaren Örtern der Sterne, also ihren Positionen am Firmament, konnte man dann die genaue Uhrzeit mit sehr großer Präzision errechnen. Aber die Positionen der Sterne brauchte man auch noch aus anderen Gründen. Schon bevor Hipparch sein Sternverzeichnis zusammengestellt hatte, hatte er eines Tages am Firmament einen Stern gesehen, von dem er glaubte, dass er zuvor nicht dagewesen sei, ein sogenannter neuer Stern. Um für die Zukunft aber sicher gehen zu können und sofort sagen zu können, ob es sich tatsächlich oder nur vermeintlich um ein neues Objekt handelte, stellte er seinen Sternkatalog zusammen. Und nun konnte er neue Objekte oder auch Objekte, die sich bewegten, sofort identifizieren. Und diese Positionsastronomie spielte durch Jahrhunderte hindurch bis auf den heutigen Tag eine so große Rolle, weil man mit ihrer Hilfe auch andere Veränderungen am Himmel, die Bewegung von Planeten, die Bewegung von kleinen Planeten und ähnliche Dinge feststellen konnte. Wir wollen uns aus der Geschichte der Astronomie einmal ein weiteres Beispiel für die Auffindung eines solchen neuen Sterns mit Hilfe der Himmelskarte betrachten. Es war ein Ereignis, das sich im Sternbild Cassiopeia abspielte. Als Tycho Brahe, der berühmteste Beobachter seiner Zeit, am 11. November 1572 sein Laboratorium verließ und vor das Haus trat, da sah er am abendlichen Himmel das Sternbild der Cassiopeia. In dieser Cassiopeia aber sah er einen neuen Stern, der dort aufgeleuchtet war. Ein außerordentlich helles Objekt, das in den folgenden Tagen und Wochen noch heller wurde, so intensiv, dass er sogar am Tage zu sehen war. Ein solches Objekt nennt man eine Nova und Novae treten des Öfteren auf. Es sind aber nicht in Wirklichkeit neue Sterne, wie dieses Wort das ja ausdrückt, sondern es sind normale Sterne, die plötzlich aus dem Energiegleichgewicht gekommen sind und deshalb explodiert sind. Dabei verstärken sie ihre Energieabstrahlung um das 10.000-fache und werden dann eben dem bloßen Auge sichtbar.
Später leben sie wieder als schwächere Sterne weiter und sind nicht mehr von der Erde aus zu sehen. Natürlich ist die Positionsastronomie nicht nur von Bedeutung für die Identifizierung neuer Sterne und die Verfolgung der Bahnen kleiner Planeten oder von Kometen, sondern auch für die Fixsterne selbst. Durch genaue Positionsbestimmungen der einzelnen Sterne kann man ihre sogenannten Eigenbewegungen, die ja nur sehr minimal sind, registrieren. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts setzte für diese Positionsastronomie eine ausgesprochene Blütezeit ein und damals entstanden viele Sternverzeichnisse, Sternkarten und Sternatlanten, die auch heute zum großen Teil noch als Standardwerke gelten. Ein Beispiel dafür ist etwa dieser Atlas des nördlichen gestirnten Himmels, die sogenannte Bonner Durchmusterung, die in den Jahren 1852 bis 1862 entstand. Hier haben wir einen Ausschnitt aus einer der Kartenseiten dieses Atlases. Sie können erkennen, dass sehr viele Sterne auf diesen Kartenblättern sind, obwohl sie nur einen kleinen Bereich des Himmels wiedergeben. Das kommt daher, dass dieser Atlas die Sterne bis herunter zur 10. Größenklasse erfasst. Und das ist eine Seite aus dem berühmten Bayer-Graffschen Atlas aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, ein Ausschnitt der Gebiete Cassiopeia, Andromeda, Dreieck und Fische. Dieser Atlas zeigt Sterne bis etwa zur 9. Größe. Hier eine andere Seite, ein Gebiet aus Perseus und Dreieck. Es gibt auch mehrere Atlanten, die speziell auf die Bedürfnisse des Amateurs abgestellt sind. Hier ein Beispiel, dieser Atlas von Schurich-Götz. Er erschien in der ersten Auflage bereits 1886 und wird von Amateuren heute viel und gerne benutzt. Dieser Atlas enthält Sterne bis zur 6. Größenklasse, also alle mit dem bloßen Auge sichtbaren Objekte. Zweck und Aufgabe der Astronomie haben sich im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte stark verändert. Das Gleiche ist der Fall von der Einstellung der Öffentlichkeit gegenüber der Astronomie. Früher waren es nur wenige Menschen, die sich für die Astronomie interessierten, und diese Wissenschaft galt allgemein als eine brotlose Kunst. Heute im Zeitalter der Weltraumforschung ist das anders. Einmal interessieren sich sehr, sehr viele Menschen für die Astronomie und haben Kenntnisse in ihr erworben. Aber eines allerdings trifft noch immer zu, was Bruno H. Bürgel einmal in seinem Buch Aus fernen Welten zum Ausdruck brachte, als er diese Astronomie als eine unbekannte Wissenschaft bezeichnete. Eine unbekannte Wissenschaft, denn wie wäre es sonst möglich, dass sich heute noch so viele Leute mit der Astrologie, also der Sterndeuterei, auseinandersetzen, die früher einmal zur Zeit der alten Ägypter eine Basis hatte, die aber das moderne Weltbild ihr entzogen hat. Dabei ist es so einfach, sich über astronomische Zusammenhänge heute zu informieren, denn es gibt beispielsweise viele Volkssternwarten und Amateurastronomen in Deutschland. Rund 70 davon sind allein in der Bundesrepublik, und damit finden Sie sicher auch in Ihrer Umgebung eine solche Volkssternwarte. Dies sind Sternaufnahmen, gewonnen in den letzten paar Jahren. Sie wurden von Amateuren mit eigenen, zum größten Teil selbst gebauten Instrumenten aufgenommen, teilweise unter Ausnutzung raffinierter fotografischer Techniken. Einige sind mit Spezialplatten oder Spezialfilmen gemacht worden. Manche dieser Aufnahmen stehen professionell gewonnenen Bildern in nichts nach. Auch wenn es um ferne Fixsternsysteme geht, kann der Amateur häufig viel erreichen. Nur die allerfernsten, lichtschwächsten oder schwer aufzulösenden Objekte kann er nicht erfassen. Hierzu sind jene Fernrohrgiganten und jene Verfahren notwendig,
über die nur der Fachastronom an einer großen Sternwarte verfügt. Dies ist die selbst erbaute Sternwarte eines 41-jährigen Amateurastronomen in der Nähe von Freising bei München. Von Beruf ist er Konditor, aber in seiner Freizeit widmet er sich hier mit Leidenschaft der Astronomie. Hier an seiner Privatsternwarte, aber auch an der Bayerischen Volkssternwarte in München, wo er seit Jahren aktives Mitglied ist. Er hat hier mehrere Instrumente. Dort beispielsweise steht ein 4-Zöller, mit dem gerade die Sonne beobachtet wird. Und im Inneren dieser Kuppel haben wir 2 weitere Instrumente. Sie wollen wir uns einmal aus der Nähe betrachten. Wir haben in dieser Kuppel von 3 Meter Durchmesser 2 Fernrohre, die auf dieser Säule montiert sind. Einmal das große Hauptfernrohr von 2,30 Meter Brennweite, ein 6-Zöller zum direkten Beobachten. Hier noch ein kleines Sucherfernrohr zum Einstellen dieses Hauptfernrohrs. Und dort schließlich eine Astrokamera, einen Astrographen, mit dem man Himmelsaufnahmen machen kann. Sein Öffnungsverhältnis ist 1:6 und ein Amateurfotograf wird da natürlich geringschätzig sagen, meine Kamera hat ein viel besseres Öffnungsverhältnis, sie hat 1:1,2 oder 1:1,5, aber bei der Fotografie punktförmiger Objekte, wie es die Fixsterne ja sind, spielt das keine entscheidende Rolle, sondern hier ist entscheidend der Durchmesser des Objektivs. Und dieser Durchmesser des Objektivs dieser Astrokamera ist ja, wie wir sehen, doch recht beachtlich. Diese Fernrohre und die Kamera sitzen auf einer gemeinsamen Montierung, mit deren Hilfe man sie auf jeden Punkt des Firmaments richten kann. Und zwar einmal in dieser vertikalen Achse, der sogenannten Deklinationsachse, und zum Zweiten in dieser Richtung, das ist in Rektaszension. Die Achse der Montierung selbst sitzt hier und sie ist erstaunlicherweise geneigt. Es ist eine sogenannte parallaktische Montierung. Diese Achse läuft genau parallel zur Erdachse und in ihrer Verlängerung trifft sie zum Himmelspol, also auf den Polarstern. Dadurch wird sichergestellt, dass das Fernrohr, wenn es der Bewegung der Sterne nachgeführt wird, nur über eine Achse gedreht werden muss und das Ganze, diese langsame Drehung, besorgt ein Uhrwerk. Und wir haben nun hier auch den stolzen Besitzer der ganzen Anlage, Herr Eggendinger. Herr Eggendinger, wann und wie sind Sie zur Astronomie gekommen? Ja, das war vor 22 Jahren. Mir zeigte mein Vater den Kometen Aren Roland im Jahr 1957. Dadurch bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Weltall und mit der Astronomie, habe mich sehr begeistert, war fasziniert. Und im Jahr 1965, da schenkte mir ein Freund ein 2-zölliges Linsenfernrohr, ein japanisches. Und dann hat es mich mit den Beobachtungen... Da fing die Beobachtung dann an. Dann hat es mich restlos Und wann gepackt. haben Sie begonnen, hier das alles aufzubauen? Das war im Jahre 1970 und vollendet wurde es 1979. Darf man fragen, was hat das Ganze Sie gekostet? Wenn man es rundweg rechnet, wir haben es alles fast selbst gemacht, um die 10.000 Mark. Um die 10.000 Mark, ja. 1979, das bedeutet also, Sie beobachten jetzt regelmäßig seit etwa 1,5 Jahren. Haben Sie sich in dieser Zeit in der Beobachtung auf bestimmte Objekte spezialisiert? Ja, ich beobachte visuell sehr viel, und zwar die Planeten. Und hier besonders den Planeten Jupiter, das ich seit 1972 schon tue, auf der Volkssternwarte auch. Ja. Und hier haben Sie auch die Zeichnungen, ja, hier die sind Sie also von dem Jupiter angefertigt haben. Ja, Sie sehen also hier eine gesamte Zustandsdarstellung der Jupiteroberfläche, wie sie sich im Fernrohr also zeigt. Die Jupiteratmosphäre ist ja sehr turbulent. Wie lange brauchen Sie, um so eine Zeichnung anzufertigen? Die Zeichnung darf nicht länger als 10 Minuten dauern. Weil sich der Jupiter ja dreht und sonst alles verschiebt gewissermaßen. Genau, verschiebt und verzerrt. Ja. Bei der Himmelsfotografie, wie lange belichten Sie Ihre Platten? Die Platten werden ungefähr zwischen 30 und 40 Minuten belichtet. Und wie weit kommen Sie dann, bis zu welcher Sternhelligkeit? Etwa bis zur 15. Größenklasse. Das ist ja schon sehr erstaunlich. Länger belichten können Sie wahrscheinlich hier nicht wegen der... Man kann schon, aber das ist dann nicht mehr sehr günstig, weil die Aufhellung von der Stadt auch schon die Aufnahme beeinträchtigt. Ja, deswegen liegen ja die großen Sternwarten, die modernen Sternwarten, heute auch so weit weg von den Städten. Das ist der kleine, kaum 100 Seelen zählende bayerische Ort Violau. Er liegt 34 Kilometer nordwestlich von Augsburg
in einer Gegend, die stadtfrei und industriefrei ist und damit als astronomischer Beobachtungsort geradezu einlädt. Hier entstand vor 19 Jahren an einem Schullandheim eine astronomische Beobachtungsstation. Angeregt durch die Fragen der Schüler über den Sternenhimmel beschloss ein Einzelner, der Heimleiter Martin Meyer, eine Sternwarte zu errichten. Sie besteht heute aus Kuppel, Beobachtungshaus, mehreren Fernrohren und Arbeitsräumen. Hier ein Spezialinstrument, ein Fernrohr zur Beobachtung der Sonnenprotuberanzen. Es hat im Innern eine runde Kegelblende, die gerade so groß ist wie die scheinbare Sonnenscheibe. Die Blende deckt die leuchtende Sonne, die Photosphäre ab und erzeugt auf diese Weise gleichsam eine künstliche Sonnenfinsternis. Man sieht nur die Sonne umgebende Sonnenatmosphäre. Ein Blick durch das Protuberanzenfernrohr in Violau. Man erkennt die schwarze Scheibe, also die abgedeckte Sonne, und an ihrem Rand die Protuberanzen. Die Ausstellung in der Beobachtungsstation von Violau ist dazu bestimmt, Größenverhältnisse im Weltall zu veranschaulichen. In Vergleichen zu bekannten Entfernungen werden die Dimensionen des Universums veranschaulicht. Auch eine Uhrenstation gehört zur Ausrüstung dieses Instituts, das an der Schwelle von der Amateursternwarte zum professionellen Observatorium steht. Dies sind die Utensilien zum Selbstschleifen von Teleskopspiegeln. Die notwendigen Ausgangsmaterialien sind ebenso wie die benötigten Werkzeuge relativ billig zu beschaffen. Sind Amateure in der Regel auch nicht in der Lage, sich Objektive für Linsenfernrohre selbst zu schleifen, so ist dennoch das Spiegelschleifen und natürlich der Fernrohrbau unter ihnen weit verbreitet. Genauigkeit allerdings ist beim Selbstschliff eines Spiegels oberstes Gebot. Nach jedem neuen Schleifvorgang muss der Spiegel nach bestimmten optischen Verfahren wie hier geprüft werden. Die Lichtfiguren auf dem Spiegel, mit einer Art optischen Bank erzeugt, geben Auskunft darüber, wo noch etwas weggeschliffen werden muss. Manchmal allerdings, wenn man des Guten zu viel getan, an einer Stelle zu tief geschliffen hat, muss man die gesamte Fläche noch einmal überschleifen. Es geht um Tausendstel Millimeter. Das Schleifen geschieht, wie wir sehen, auf einer selbstgebauten Schleifbank von Hand oder durch den Antrieb eines Elektromotors. Der Amateur muss ganz bestimmte Schleifbewegungen machen, um dem Spiegel die richtige Form zu geben. Zwischendurch sind immer wieder Prüfungen und Nachbesserungen notwendig. Die Prüfungen entscheiden darüber, wann der Grobschliff fertig ist und das Polieren, das Feinschleifen mit einem feineren Material, dem Polierrot, beginnt. Abgeschlossen wird die Spiegelherstellung mit dem Versilbern oder dem Aufdampfen einer Metallschicht im Vakuum. Auch der Zusammenbau des Fernrohres ist Präzisionssache. Das notwendige Material ist ebenfalls käuflich zu erwerben. Die handwerklichen Fähigkeiten sind zu erlernen.
Aber für den Anfänger stellt sich natürlich immer wieder die Frage, woher er das Material und die notwendige Erfahrung beziehen kann. Die vielen Volkssternwarten, die es heute in den meisten größeren deutschen Städten gibt, sind hier eine große Hilfe. Amateurastronomen sind in den meisten Fällen aufeinander angewiesen, beim Fernrohrbau wie bei vielen anderen Dingen. Man erlernt die Praxis bedeutend leichter, wenn man mit Gleichgesinnten zusammenarbeiten kann. Was die Materialbeschaffung betrifft, so kann man sich beispielsweise an die Vereinigung der Sternfreunde, die ihren Sitz an der Wilhelm-Förster-Sternwarte in West-Berlin hat, wenden. Hier ein Kurs über Fernrohrbau und Spiegelschleifen an der Wilhelm-Förster-Sternwarte in Berlin. Solche Kurse gibt es auch an anderen Volkssternwarten. Man kann hier in Theorie und Praxis alles lernen, was dazugehört. Das Spiegelschleifen, die Prüfmethoden, den Fernrohrbau, den Bau von Zusatzgeräten, wie auch den Bau von Astrokameras. Ja, sogar das Beobachten und Fotografieren von Mond, Planeten und Fixsternen wird gelehrt und geübt. Wie die Praxis zeigt, kommt man so sehr schnell selbst zu hervorragenden Erfolgen. Es gibt heute in der Bundesrepublik einige hundert aktive Amateurastronomen. Und das ist nicht nur bei uns so. Man kann vermuten, dass die Zahl der Amateurastronomen in aller Welt 50.000 leicht übersteigt. Viele widmen sich der Sternenkunde nur gelegentlich als Hobby. Andere aber betreiben sie fast als einen zweiten Beruf und haben sich die Kenntnisse eines Fachmannes angeeignet. Eines aber haben sie alle gemeinsam. Sie sind fasziniert von den Wundern des Weltalls und kommen davon nicht mehr los.